Guten Morgen und vielen Dank, dass Sie so früh hier sind. Ich hoffe, Sie hatten bereits guten Kaffee und eine Gipfeli. Das Thema heute Morgen ist Leben als christlicher Single, alleinstehend, erfüllt und ausgesandt. Ich denke, das fasst die Texte, die wir anschauen werden, sehr gut zusammen. Zuerst einige Danksagungen. Vielen Dank an einige gute Freunde, die in gewissem Maße mit der Übersetzung geholfen haben. Abraham, Benny, Philipp, Marco, Leonardo und Dominik. Außerdem bin ich dankbar für einige tolle Organisationen und Quellen. Gospel Coalition, John Piper, Desiring God, John MacArthur, Grace to You, und Timothy Keller Podcasts. Schließlich danke ich Ihnen, wenn Sie für mich in dieser Vorbereitung gebetet haben. Ein besonderer Dank gilt meinen Schweizer Freunden und amerikanischen Partnern. Ein paar Worte zu meinem Deutsch. Falls ich Worte falsch ausspreche, hoffe ich, dass Sie kreativ sein können und das richtige Wort aus dem Zusammenhang herleiten können. Falls Sie möchten, sende ich Ihnen nach dem Vortrag gerne ein Skript per E-Mail. Ich habe ein bisschen Angst, bei diesem Vortrag falsch verstanden zu werden und dass Sie glauben, ich sei der perfekte Single. Ich will nicht, dass Sie denken, ich sei ein perfekter Single, dass ich meine Ziele erreicht habe oder genau weiß, wie ich dorthin komme. Ich kämpfe nach wie vor mit menschlichem Verlangen. Ich tue, was ich nicht tun sollte und tue nicht, was ich tun sollte. Allein durch die Gnade Gottes stehe ich hier. Warum habe ich keine Frau? Sehr interessante Frage. Die bessere Frage ist eigentlich, was habe ich mit der Zeit gemacht, seit ich Single bin? Ich habe während der letzten 27 Jahre fast jeden Tag für eine Frau gebetet. Wo ist sie? Ich glaube, sie reitet auf einem Kamel in einer weit entfernten Wüste. Wenn Sie sie sehen, teilen Sie ihre bitte meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer mit. Vielen Dank. Elisabeth Elliot sagte einmal, wenn du Single bist, ist das ein Geschenk Gottes. Weder sollte alleinstehend zu sein als Problem angesehen werden, noch die Ehe als ein Recht. Gott in seiner Weisheit und Liebe gewahrt beides als Geschenk. Ja, lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, danke für diesen neuen Morgen, für eine neue Gelegenheit, dein Wort zu hören. Vater, verändere heute unsere Herzen. Hilf uns bereit zu sein, in den dunklen Tagen des 21. Jahrhunderts das kostbare Evangelium mit denen uns zu teilen. Hilf uns, fest im Glauben zu stehen, um gegen die Pläne des Teufels bestehen zu können. Bewahre uns auch weiterhin vor den Lügen des Teufels. Mögen wir das Wort Gottes täglich kraftvoll und bewusst einsetzen. Herr, vergib uns, dass wir dich nicht tiefer suchen. Vater, hilf uns, heiligere Leben zu führen. Danke für alle Alleinstehenden,
Männer und Frauen in unserer Gemeinde, überall auf der Welt. Bitte segne sie und ermutige sie. Mögen sie erfüllt sein von dir, sehnsüchtig und leidenschaftlich, um in die Welt gesendet zu werden. Amen. In der christlichen Gesellschaft kann es als seltsam angesehen werden, als älterer Person ledig zu sein. Ja, es gab schon immer unverheiratete Menschen, die sich danach sehnten und verzweifelt darum beteten, einen Partner zu finden. Und heute sagte die Statistik, dass diese Gruppe so schnell wächst wie noch nie zuvor in der amerikanischen Geschichte. Ich weiß nicht, ob das auch auf Europa zutrifft. Es gab eine große Veränderung über die letzten Jahrzehnte. In 1956 lag das Durchschnittsalter für die Hochzeit bei 22 für Männer und bei 20 für Frauen. Diese Zahlen steigen beständig über Jahre, dann in den 70er Jahren plötzlich stärker. Kürzlich erreichte das Durchschnittsalter 29 für Männer und 26 für Frauen. Ledig sein ist aber nicht unbedingt etwas, worüber man sich als Christ beklagen muss. Es gibt immer jemanden, der ein herausfordernderes Leben hat als wir zum Beispiel durch den Verlust eines geliebten Menschen, Krankheit, körperliche Beeinträchtigungen und so weiter. Diese Umstände helfen uns als christliche Singles, eine neue Perspektive einzunehmen und Selbstmitleid zu vermeiden. Alleinstehend zu leben ist im 21. Jahrhundert ein wirklich beliebter Lebensstil geworden. Alleinstehend zu sein ist nicht meine Identität. Ich möchte nicht aufgrund meines Beziehungsstatus von der christlichen Gemeinschaft getrennt sein. Ich befürchte aber, dass das viele sind. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden die weiblichen Formen verwenden. Wenn Sie eine Frau sind, denken Sie sich einfach die männliche Form. Also, was sollen meine Fragen sein? Über was soll ich nachdenken, wenn ich mich nach einer Partnerin umsehe? Wie sieht sie aus? Wie groß ist sie? Wie viel wiegt sie? Freunde, dies sind die falschen Fragen. Welche Motivation würde Gott gefallen? Weil er uns Liebe gezeigt hat, sollen wir alles aus Liebe tun. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 10 bis 11. Aus meiner Sicht ist dies die richtige Frage. Wenn würde Gott mir als Hilfe zur Seite stellen? Meine Ehepartnerin zu finden, sollte nicht mein erstes Ziel sein. Ich verspreche Ihnen, eine Partnerin zu finden, nur um unerfüllte Wünsche zu erfüllen, wird in einer Katastrophe enden. Stattdessen muss ich dem Willen Gottes gehorsam sein. Ich muss einer Schwester in Christus dienen und sie segnen. Den Weg, eine Partnerin zu finden, richtig zu starten, ist entscheidend.
Leider haben wir viele Beispiele rund um uns, wie man eine langfristige eheliche Beziehung nicht beginnen sollte. Wir dürfen nicht kurzfristigen, selbstgefälligen Freunden mit langfristig schmerzhaften Konsequenzen nachgeben. Und natürlich ist es das, was der Teufel liebend gerne sehen würde. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir müssen uns der Lügen des Teufels und der Welt bewusst sein. Lüge 1. Der schnellste Weg, um die Einsamkeit zu lindern, ist die sexuelle Intimität. Wahrheit 1. Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld? Indem er sich nach deinem Wort richtet. Lüge 2. Internetpornografie schadet einer alleinstehenden Person nicht. Wahrheit 2. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 17. Darauf sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Epheser Kapitel 5, Vers 3b. Lüge 3. Ungesunde Beziehungen mit Frauen einzugehen, kann meine Träume erfüllen. Warum sollte ich das tun? Ist das mein menschliches Verlangen? Natürlich. Es geht nicht um meinen Charakter oder eine biblische Wahrheit. Es geht alleine um das Fleisch und um des Teufels Lügen. Die Bibel sagt, dass es in einer Katastrophe enden wird. Wenn du Christus bekennst und solche Dinge machst, solltest du die Frucht auf deinem Baum genauer ansehen. Wahrheit 3, Matthäus Kapitel 7, Vers 18. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. 4. Mose Kapitel 32, Vers 23. Wenn ihr aber eure Wort brecht, sündigt ihr gegen den Herrn, und das wird euch teurer zu stehen kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Römer Kapitel 6, Vers 1. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Lass uns 1. Korinther Kapitel 7, Vers 32 bis 35. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 32 bis 35. Ich möchte, dass ihr frei seid vom unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich, so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind.
Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eure Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist, und dem Herrn unbereit und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Punkt 1. Der erste Vers lehrt uns, dass eine alleinstehende Person über Gottes Angelegenheiten Bescheid wissen sollte. Seine Arbeit, sein Unternehmen, seinen Dienst, seine Aktivitäten, was in seiner Kirche passiert, Lehre, Anbetung und Gehorsam, und was außerhalb seiner Kirche passiert, die Verlorenen zu erreichen. Ein Aspekt von der Angelegenheit Christi ist Christus selbst. Der erste Vers lehrt uns, wenn eine Person Single ist, gibt es mehr Zeit, um Christus kennenzulernen, Christus zu dienen, interessiert und bereit zu sein, den Dingen Christus zu dienen. Die alleinstehende Person hat weniger zusätzliche Verantwortlichkeiten im täglichen Leben. Single zu sein ist wirklich ein Geschenk. Die Zeit als Single ist die Zeit, um Jesus leidenschaftlich zu lieben, zu dienen, zu reflektieren, zu folgen und von Jesus erfüllt zu sein. Punkt 2. Gottes Angelegenheiten beinhalten auf jeden Fall Jüngerschaft. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie lehrte, stellte er Jüngerschaft aus erster Hand dar. Kurz gesagt, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Täglich kümmerte er sich um Menschen und bildete sie zu Leitern aus. Als alleinstehende Christen, Männer oder Frauen, sollten wir uns nach anderen umsehen, die wir unterstützen können. Wir wollen anderen in ihrem geistlichen Wachstum helfen, nicht um unseren Perfektionismus oder unsere Masken zu teilen, sondern unsere Gebrochenheit und Echtheit. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Punkt 3. Evangelium, Evangelium, Evangelium. Wenn du Single und gerettet bist, heißt das, du bist gesendet. Wenn du dich den Angelegenheiten des Herrn verpflichtest du dich der Verbreitung des Evangeliums. Setzte dich dem Wort Gottes aus und gebe es anderen weiter. Sei Teil einer bibeltreuen Kirche und stell dir vor, es könnte dort möglicherweise eine gleichgesinnte Person geben, um eine Beziehung mit der einzugehen. Oft haben sich Männer und Frauen im Dienst kennengelernt und dabei den Partner fürs Leben gefunden. Also, wir, die Single sind entweder mit Gottes Plan, Berufung, Arbeit, Zweck, seinen Plänen oder etwas anderem erfüllt. Das andere sind zum Beispiel die Versuchungen der Welt, ungesunde Beziehungen und so weiter. Lasst uns noch über Zeitmanagement.
Denn wenn du nicht verstehst, wie du deine Zeit verwaltest, dann kann es sein, dass die Angelegenheiten des Herrn verschwendet werden, schlichtweg vergeut. Zuerst einige Vers. Jakobus, Kapitel 4, Vers 14. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwolken seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Wie weiß man, dass man das Optimum aus seiner Dampfwolke herausholt? Ich schlage vor, einen Blick auf den Baum zu werfen. Ihren Baum? Zum Beispiel. Ein Single könnte denken, es gibt unendlich viel Zeit. Das ist aber falsch. Er muss daran denken, die Zeit gut zu verwalten. Ich möchte mit ein paar praktischen Dingen schließen. Was ist meine Empfehlung? Als Erste möchte ich Sie vor etwas warnen. Alleinstehende Christen sind vermutlich noch größeren Versuchungen ausgesetzt, wenn es um Zeitmanagement geht. Der christliche Single sollte nicht auf der Stelle stehen bleiben. Der christliche Single muss an Christus festhalten. Hebräer Kapitel 10, Vers 36. Gebet und die Bibel zu lesen pflegt die Beziehung und schafft Nähe zu Christus. Philipper Kapitel 3, Vers 10. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Durch die Gnade Gottes muss der alleinstehende Christ den Moment ergreifen, den Gott bestimmt hat. Meine Freunde, diese ist eine besondere und schöne Zeit. Leben als christlicher Single. Feiern wir. Wir sind nicht gut daran, das zu tun. Versuchen Sie, diesen einzigartigen Gott zu feiern. Sie sind wirklich alle gut ausgestattet, vollbegabt und buchstäblich überall hinzugehen. Hoffen Sie auf Jesus mehr als auf die Ehe. Lassen Sie ihn das Erste in Ihrem Leben sein. Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Also, was sagen wir den Leuten in unseren Seelsorgegesprächen? Es ist interessant, dass die Person, die uns gegenüber sitzt, uns sehr ähnlich ist, insbesondere im Thema des Ledigseins. David Powelson hat gesagt, wir sind den Menschen, die wir beraten, ähnlicher als wir glauben. Menschen können einen Partner, Kinder, Haus, Autos, Job und Sozialleben haben und dennoch sehr einsam sein. Wir müssen andere Menschen unterstützen, uns für sie interessieren und uns um sie sorgen. Es ist eine Investition. Christus nachzufolgen war niemals als einsame Tätigkeit gedacht.
In Gesellschaft zu leben ist nötig für gesundes geistliches Wachstum. Greater Europe Mission, GEM, meine Organisation, GEM, hat 320 Missionare. Wie viele denken Sie sind alleinstehend? Was denkst du? Wie viele denken Sie sind alleinstehend? 50? Was? 50? 20? 120. Kommt darauf an, wie viele Frauen es hat. Zwischen 60 bis 80. Das sind 25% unserer Missionarorganisation. Durch die Gnade Gottes sind sie für einen Zweck alleinstehend. Sie sind von Christus erfüllt. Sie sind gesendet worden. Nun habe ich eine praktische Frage und einen praktischen Vorschlag. Abgesehen von mir, wen kennen Sie, der Single ist? Nehmen Sie sich einen Moment und schreiben Sie den Namen auf, bitte. Nehmen Sie sich einen Moment und schreiben Sie den Namen auf. Beten Sie im Oktober bitte täglich für diese Person, deren Glaubensweg, Geduld, geistliche Kämpfe, Freundeskreis, Berufung, Dienst in der Ortsgemeinde und so weiter. Es ist wichtig für die Gemeindeleiter, effektive Wege zu finden, diese Menschen in das Leben und den Dienst der Gemeindefamilie einzubinden. Ich möchte den Alleinstehenden jetzt einfach etwas sagen. Du bist der Schwamm. Und das Wasser hier steht vor den Herrn. Schwamm, Herr. Während dieser Jahre als Alleinstehender tauche ein, vertiefe dich in ihm, sauge dich voll, sättige dich selbst in ihm, dann schau, was er mit deinem Leben tut. Er will dich ausgießen und andere dadurch immens segnen. Lass ihn das tun und danke ihm für diese besondere Zeit in deinem Leben, damit du sagen kannst, ich bin alleinstehend, erfüllt, ausgesandt, um anderen zu dienen. Vielen Dank.